Oh, etwas gefuttert wieder da. Hi Leo Grüto. Kevin, bist du's? Weiter geht's mit Sherlock Holmes. Ja, wir haben jetzt hier noch 4 Fälle. Einsamen Sack haben wir gerade bekommen, weil wir den Frauen- und Polizeipräsidenten zugehört haben. Da wir eh alle machen müssen, würde ich sagen, komm, machen wir den einfach. Genau. Befindet sich in Lage. Polizei bitte. Donner schlug vor, ich soll doch Polizist werden. Ich muss vorgeben, einer zu sein. Okay, dann verkleiden wir uns. Wie geht's dir, Kevin? Alles gut bei dir? Was gibt's Neues? Sehr gut. Okay, hier sollten wir uns auch nicht verkleiden. Garderobe. Polizist. Polizeihut. Also lassen wir an. Soll ich mir noch einen Schnurrbart machen? Komm, ich mache mir noch einen Schnurrbart. Hallo, ich bin ein Polizist. So, er ist irgendwo. Warte, der soll irgendwo im Knast sein, ne? Reden wir mal mit dem. Was gibt's Neues, Kevin? Danke mit Tim. What? Warte, alles klar, alles klar. Bestellt Tim mal schöne Grüße von mir. Weil du ein Liebeshundi bist. Danke, Teddy! Dankeschön für dein Resub mit Prime im 10. Monat. Wupp, 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 wupp. Wie geht's dir, Teddy? Ach, jetzt zockt gerade LOL. Ah. Wie läuft's in LOL? Ja, also, bei Pokémon Unite wäre ich dabei, aber LOL ist nichts für mich. Wo ist denn der Typ eingesperrt? What a long day. Wohin geht's denn hier? Wie geht's dir, Teddy? Idiot, nee. Schwerverbrecher? Warum hängen alle Polizisten nur hier rum und nicht auf der Straße lang? Oh, jetzt muss ich erstmal den Typ. Erstmal den Typen finden. Auch nicht weiter. Excuse me, are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to Da talk. ist er. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Ich bin ein guter Polizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Bis auf Müdigkeit, Duselheit, Nasenbluten und tollpatschig sein. Uns geht's gut, Teddy. Aber warum hast du Nasenbluten? Und Kevin, ich wollte fragen, ist LOL überhaupt noch interessant? Also, weil ich habe lange nicht mehr irgendwie was von LOL gehört, aber egal. Fokussierter Blick. Modern und modisch. Verheiratet? Ehering. Blutergüsse an der Hand. Frische Verletzung. Ist der Inhaber der und anderen Sicherheitsvorrichtungen. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall im Gefängnis. Er legt großen Wert auf moderne und modische Bekleidung. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über sein Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu
weiteres Nein. Hat Blutergüsse an der Hand, womöglich die Folge eines Kampfes. Lol wird immer mehr eine Katastrophe. Ich hab mir. Eddie, warum machst du denn sowas? Pragmatisch. Obwohl er als Mordverdächtiger wirkt er ruhig und fokussiert. Blutergüsse an der Hand, womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Ich glaube, er ist pragmatisch. Wegen Familie und fokussiert und so. Ja. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Teddy. Sehen Sie von Anfang an. Tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Wer waren? Wobei, erstmal beschreiben Sie den I'd Einbruch. like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Okay, seine Frau ist also hier, okay. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous Oh, indeed. ich habe jetzt schon eine Idee, was sein kann. Das war nicht der einzige Einbrecher und der hat sich in dem doofen Tresor versteckt und der ist zugegangen und dann ist er da drin erstickt. Wer Souls-like mit Maus und Tastatur spielt, kann doch nur einen Vogel haben. Ja, da hast du recht, Teddy. Immer schon Controller, ne? Andere hatten die Kunden gestern. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed?
Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Mach ich. Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Kann es sein, dass diese andere Familie eingebrochen ist, um dort, keine Ahnung, den irgendwie ans Bein zu pinkeln und der sich in dem scheiß Tresor versteckt hat und der Tresor zugegangen ist und der dann jämmerlich da drin erstickt ist? Okay, Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Wo, wie, was? Wo? Inspektor. Sollte ich... Garderobe. Polizeiuniform. Das ziehe ich mir mal den anderen Hut an. You must be the inspector. Hat Would you be funktioniert. Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge. Ich hab doch gesagt, ich bin der Inspektor. Was? Nahm vor kurzem Laudanium ein. Was soll das Laudanium? Goldener Hafenstecker. Abschiedsgeschenk 1875. Spuren nervösens Herumspiel. Ist die Gattin. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös an den Ehering um. Die Namen von Kosmodatium anscheinend diese. Was zur Hölle? Sie spielt aufgrund der. Ja. Vielleicht steht er unter Schock oder emotionaler Mensch. Komm, steht unter Schock. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector Ich hab doch gesagt arrives. eigentlich, dass ich der Inspektor bin. Hat das das Opfer? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I Extra shall die leave you Mütze be. gewechselt. If I have further questions, I may visit again later. Okay. Gut. Dann. Kommt mal. Einbruch, bla. Das.
20. Der Cooper erwähnte das am Abend zuvor. Nachtwächter Billy Lloyd, den ich im Firmengebäude von Arm und Compano in der Adler Street östlich der St. Clemens Kathedrale in Scaladio ein. Östlich der St. Clemens Kathedrale Adler Street. Scaladio. Also irgendwo hier. Auf dahin! Ich ziehe einfach mal die normale Polizeikappe wieder an. Ist das da ein Schnellreisepunkt? Nein. Gut, dann laufen wir da mal schnell hin. Oh, cool, eine Dampfmaschine. Wo sitzt man da? Ey. Ach. Nee, keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Oder wozu es dann sein soll, wenn man nicht darauf fährt. Da. Hier ist die Kathedrale. Da, wo ist das Firmengebäude? Neuer Ort entdeckt. Ist das Firmengebäude irgendwo? Irgendwo? Oder bin ich jetzt einfach nur in ein Wohngebiet, Wohnung reingelaufen? Nein. Okay, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Bier. May I ask for your assistance? Nothing springs to mind, officer. Was soll der Scheiß denn sein? Ach, da. Gott. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hallo. Hello there. Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you. I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property? Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. By the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Okay. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career. And I, for one, encourage it. Yes, spare me the sermon. When did the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course.
I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Warum? Let's go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Gut, was haben wir denn für Hinweise? Einbruch. Schönen Abend. Einbrecher betrat das Gebäude Hintertür. Ja. Mr. Cabello demonstriert sein Konten. Was? Jetzt wieder hierher. Hat er nicht gesagt, er war die ganze Zeit am Abend, er war dann nicht hier? Aber hat er nicht... am Abend zuvor... wo ist denn nochmal hier? Okay. Davon hat er doch eigentlich nichts gesagt gehabt. Oh, why do I get the worst jobs? Oh, hi, John. Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Patzer von innen. Blood on the safe door could have been left by the victim. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Oh, wie hast du dich denn hier hoch teleportiert? Versteckungs- oder Wahrscheinlichkeiten. Oder Blutdruck auf den Händen, eingerissene Fingernägel, Fremde im Rücken. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes Of you talking? without air. I'm sorry, did you say something? No, no, very enlightening, Mr. Lloyd. Thank you. Würde gern wissen. I don't know. I don't know. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading.
Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. Er hat einfach einen Hund gemalt. Oh, actually, no. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. A concert program from 7 years ago. An Augusta La Duca is listed as a harpist in the orchestra. Augusta, leider fehlt mir heute die Zeit für ein persönliches Gespräch, da ich einen wichtigen Kundentermin habe. Nichtsdestotrotz mache ich mir wirklich Sorgen, weil du immer zu solch später Stunde arbeitest. Du scheinst das gern zu tun. Daher wollte ich es bisher nicht ansprechen. Aber nun denke ich, dass wir uns einmal darüber unterhalten sollten. Vielleicht finden wir eine Kompromisslösung. Basilio. Was schreckt's? 2 theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Theatercard. Dann, was hast du I zu swear I sagen? just saw a lion out there. On the railing. Ein Löwen, ist klar. Erbe der Familie Detti, wieder in der Heimat. Niccolo Detti, einer der Erben des Familienimperiums der Dettis, ist auf der Insel Codona zurückgekehrt, nachdem er 12 Jahre lang auf dem Festland studiert und gearbeitet hat. Zur selben Zeit ist Orazio Detti nach Italien aufgebrochen, was darauf hindeutet, dass Niccolo die Familiengeschäfte auf Codona übernehmen wird. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten und Basilio Capello um eine Stellungnahme bitten. Bereits seit über 200 Jahren sind die Capellos und die Dettis verfeindet. Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten ruhig um die Familienfehde wurde, so erinnert sich jedoch manch einer an die Zeit, als sich Gonzalo Detti und Vitalio Capello gegenseitig das Leben schwer machten. Wir hoffen, dass der Frieden dank Niccolo Dettis jugendliche Aufgeschlossenheit und Basilio Capellos unaufgeregtem Geschäftsgebaren gewährt werden kann. Okay. Schlüssel. Im Basilio Capellos Terminplaner sind dessen Termine für die nächsten Wochen aufgezeichnet. Einige letzten Einträge sind interessant. So traf Mr. Capello zum Beispiel vor einigen Wochen einen Detektiv. Zudem sind 2 Tage mit dem Kommentar der Tresor versehen. Zwar der gestrige und der heutige. He clearly needs a better work-life balance. Signor Capello. Wie ich erfuhr, wird Niccolo Detti bald wieder nach Codona ziehen. Wir wissen nicht, was das für die Zukunft der Familie Detti bedeutet, aber zumindest Orazio scheint in Rom zu bleiben. Ich möchte Ihnen hiermit im Interesse der gesamten Familie dringend raten, jegliche Kontakte zu Niccolo Detti zu vermeiden. Natürlich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass Sie sogar im Falle einer Provokation Haltung bewahren würden. Aber wir wissen nun einmal nicht, was die Dettis vorhaben. Seien Sie auf der Hut und setzen Sie nicht den guten Ruf der Familie aufs Spiel. In Bocco al Lupo, keine Ahnung was. Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy.
Ja, wie bist du hier reingekommen? I don't know. Do you know anything about these entries? No, but Mr. Capello is so well organized. I use a different method, very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No, it's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is profoundly upsetting.